Hallo ihr Schachstreber! In dem heutigen Video werden wir uns mit der Opposition und Fernopposition beschäftigen. Was ist überhaupt die Fernopposition? Die Fernopposition ist so eine bestimmte Situation in Schach, wobei die zwei Könige oder der Abstand zwischen zwei Könige entweder 5 oder 3 Felder ist. Die normale Opposition, wie wir schon gesehen haben, ist, wenn der Abstand zwischen zwei Könige nur ein Feld ist und die Könige stehen gegenüber. Wir können jetzt die Fernopposition ganz gut vorzeigen, indem wir ein lustiges Spielchen spielen. Das heißt, in dem Spiel, das Ziel ist, mit dem König auf die letzte Reihe zu kommen. Das heißt, der weiße König will auf die letzte Reihe von Schwarz zu kommen oder auf die 8. Reihe und der schwarze König will auf die erste Reihe von Weiß zu kommen. Das heißt, wenn Weiß jetzt König E2 spielt, haben wir die Fernopposition, weil der Abstand zwischen zwei Könige 5 Felder ist. Nehmen wir an, dass der Schwarz zum Beispiel König F7 spielt, dann können wir outflanken oder mit dem König überqueren, sozusagen auf die andere Seite zu gehen. Und jetzt wäre die Fernopposition hier oder hier, was der schwarze König nicht schaffen kann. Wenn zum Beispiel Schwarz auch nach vorne geht, wird Weiß einfach schneller sein. Weiß kommt schneller zum Ziel. Also wenn Schwarz zum Beispiel mit dem König zurück auf die E-Linie geht, dann können wir weiter auf C4 gehen oder wir können auch mit dem König auf E3 gehen und dann ist der Abstand schon wieder 3 Felder und dann haben wir schon wieder die Fernopposition. Wenn der König jetzt zum Beispiel auf D7 geht oder D6, werden wir schon wieder auf die andere Seite gehen. König F4, König E6, König G5 oder König E4 geht auch, weil nach König G5, nach dem Outflanken, kann Schwarz schon wieder nicht die Opposition schaffen. Das heißt König F7, König F5, König geht jetzt auf eine Seite und dann können wir leicht das Ziel erreichen. Wenn der weiße König nicht richtig spielt oder nicht auf E2 spielt und danach nicht die Opposition schafft, wird Weiß nicht gewinnen können. Nehmen wir an, dass Weiß mit dem König auf D2 zum Beispiel geht. Das wäre ein Fehler, weil dann spielt Schwarz König D8 und jetzt haben wir schon wieder eine Fernopposition. Das heißt, der Abstand zwischen zwei Königen ist 5 Felder und Weiß ist am Zug. Das heißt, wenn Weiß jetzt probiert, einfach geradeaus oder zum Beispiel auch quer zu gehen nach König E3, Schwarz wird einfach die Opposition behalten, König E4, König E6 und weiße König kommt nie nach vorne. Oder wenn Weiß König D3 in der Stellung gespielt hätte, kommt man auf das Gleiche. Also König D7, der Abstand ist schon wieder 3 Felder, König D4 oder König C4, E4, ganz egal. Der schwarze König wird einfach in die Opposition kommen und der Weiß kommt nie nach vorne, also dann wäre es Remis oder Unentschieden. Schauen wir uns jetzt das nächste Spielchen. In dem Spiel, das Ziel ist, mit dem weißen König auf die Felder F8, G8 und H8 zu kommen. Wenn Weiß auf diese Felder landet, mit dem König, dann hat Weiß gewonnen. Wenn nicht, dann hat Schwarz gewonnen. Also, wie gesagt, also es ist schon wieder das Wichtigste, dass wir die Fernopposition behalten und wir werden mit dem Zug König A2 starten. Das heißt, der Abstand zwischen zwei Königen ist schon wieder 5 Felder. Wenn Schwarz jetzt zum Beispiel König A7 spielt, gehen wir schon wieder in die Opposition. Der Abstand ist jetzt schon wieder eine gerade Anzahl von den Feldern, das heißt schon wieder 3. König B7, wir verfolgen den schwarzen König und machen schon wieder die Opposition. König C8, hier muss man vorsichtig sein, das heißt der Abstand zwischen zwei Könige wäre 3 Felder, indem wir König C4 spielen. König C2 geht auch noch, aber König C4, nach dem König C4 sind wir näher zum Ziel. König C4, König D7 und jetzt können wir ganz normal Opposition machen. Und wir spielen
so weit, bis der König irgendwann mal auf die G-Linie kommt. Wenn der König sich auf der G-Linie befindet, dann muss der schwarze König jetzt auf die H- oder F-Linie gehen, König H7, und dann können wir mit unserem bekannten Outflanking, mit unserer bekannten Outflanking-Methode Richtung Ziel kommen. Das heißt, der König geht auf F6, König G8, schon wieder die Opposition auf der G-Linie, König H8, König F7, König H7, König F8 und das Ziel haben wir erreicht. Schauen wir uns jetzt ein praktisches Beispiel an. In der Stellung, Schwarz kann sich immer noch retten, obwohl es schaut sehr verloren aus, weil Weiß einen Bauern mehr hat. Also wir werden sofort merken, dass die Schlüsselfelder sich auf der 6. Reihe befinden, weil der Bauer auf der 4. Reihe ist. Schwarz ist am Zug und wenn Schwarz zum Beispiel König D7 spielt, was auf den ersten Blick ein ganz logischer Zug ist, dann verliert Schwarz, weil dann macht Weiß die Opposition, spielt König D5, König E7, König E5, König F7, König F5 und jetzt zum Beispiel nach König E7 oder E7 kommt der König auf ein von diesen 3 Schlüsselfeldern und die Stellung ist gewonnen. Das heißt, Schwarz soll jetzt die Fernopposition machen. König D8. Der Abstand zwischen 2 Könige ist jetzt 3 Felder. Wenn Weiß mit dem König nach vorne geht, zum Beispiel spielt König E5, König geht sofort in die Opposition, König F5, König F7 und Weiß kommt nie auf die Schlüsselfelder und dadurch muss Weiß irgendwann mal mit dem Bauern vom König gehen, was wir auch gesagt haben, dass die Stellung dann Remis ist, also Schwarz spielt König F8, König E6, König E8, F7, König F8. König F6 und Remis. Schauen wir uns dieses Beispiel an. In dem Fall, wie man sieht, also weiße König steht viel aktiver und Weiß sollte die Seite sein, die auf Gewinn spielt. Was man sich auch noch merken soll, ist, dass die Schlüsselfelder in dem Fall, also die Schlüsselfelder von dem E3 Bauern, sich auf der 5. Reihe befinden. Das heißt, wenn Schwarz in dem Fall mit König F8 zum Beispiel mit Fernopposition beginnt, das wird ihm nicht viel helfen, weil dann kommt der weiße König auf ein von den 3 Schlüsselfeldern und dann in dem nächsten Zug wird er den Bauern schlagen und nach dem Zug E4 Weiß gewinnt die Partie. Das heißt, jetzt muss der schwarze König auf F7 oder D7 gehen und in dem Fall sind die Schlüsselfelder schon auf der 6. Reihe und Weiß gewinnt. Oder wir können sagen, sobald der König auf die 6. Reihe geht oder kommt, Weiß gewinnt. Das heißt, in dem Fall muss Schwarz die Schlüsselfelder ändern. Es gibt einen ausgezeichneten Zug, Schwarz spielt D4 und jetzt, wenn der Weiß schlägt, hat Schwarz die Schlüsselfelder von dem weißen Bauern, sagen wir so, geändert. Die Schlüsselfelder befinden sich jetzt auf der 6. Reihe und jetzt erst macht man dann König F8 und dann haben wir eine ganz ähnliche Stellung wie in dem vorherigen Beispiel. Das heißt König F8, Fernopposition, König E5 oder König E4 können wir uns in dem Fall anschauen. König geht auf E8, schon wieder Fernopposition. Das heißt, der weiße König muss irgendwann mal nach vorne kommen und der Schwarz hat die Opposition. Und die Stellung ist Remis. Für dieses Beispiel würde ich euch vorschlagen, dass ihr auf die Pause drückt und sich ein paar Minuten Zeit für Überlegen nimmt. Was ist wichtig hier zu merken? Also, der Weiß soll eigentlich die Fernopposition nur auf die 3 Linien suchen und eventuell auf die 2 Linien. Weil wenn Weiß jetzt sofort König E2 spielt, der Abstand zwischen 2 Könige ist 5 Felder, aber das Feld E5, auf das Feld E5 kann der weiße König nie kommen.
weil der Bauer auf D6 das Feld kontrolliert. Das heißt zum Beispiel, jetzt kann Schwarz König E7 spielen, König E3, König geht wieder zurück. Also das heißt, wichtig für Schwarz ist, dass der König immer auf der E-Linie bleibt, wenn der weiße König auf der E-Linie ist. König E4, König E7 und jetzt, wenn zum Beispiel Weiß quer geht auf F5, wird Schwarz einfach die Opposition behalten können. Also das heißt König G5, König G7, König H5 zum Beispiel. Hier ist wichtig, dass Schwarz nicht König H7 spielt, weil dann ist der König nicht mehr im Quadrat von dem D-Bauer. Also das heißt, das Quadrat befindet sich hier und schwarze König kommt nicht ins Quadrat, sondern der Schwarz kann in dem Fall König F7 spielen und abwarten nach König H6, König F6 und der Weiß kommt schon wieder nicht durch. Der beste Zug für Weiß ist König G2. Also König G1 ist auch möglich, aber nach König G2 machen wir schon wieder eine Art von Outflanking, nur wobei die Könige einfach weit entfernt sind. Das heißt, Schwarz könnte jetzt die Opposition schaffen, indem der König auf einem von diesen drei Feldern sich befindet, was eigentlich nicht möglich ist. Wenn Schwarz jetzt mit dem König auf der E-Linie bleibt, zum Beispiel spielt oder pendelt mit dem König auf E7 und E8, werden wir einfach weiter über die G-Linie kommen. So. Und dann irgendwann mal kommt der König durch zu dem D6-Bauern. Zum Beispiel König D7, König F7 und so weiter. Also Weiß gewinnt den Bauern. Also nach König G2 kann Schwarz auch mit dem König auf die F-Linie gehen, zum Beispiel König F8. Dann machen wir die Fernopposition. Das heißt, der König geht auf F2 und wie wir sehen, jetzt haben wir die Fernopposition und es gibt keinen Bauer, wie in dem vorherigen Fall, der ein Feld von diesen 5 Feldern unter Kontrolle hat. Das heißt, wenn Schwarz jetzt mit dem König auf G-Linie geht, können wir entweder so spielen oder gehen wir einfach mit dem König auf die andere Seite. Oder wenn der König zum Beispiel auf der F-Linie bleibt, machen wir schon wieder die Opposition. Das heißt König G7, in dem Fall können wir sogar mit dem König ganz auf die andere Seite gehen, also König E4, sagen wir zum Beispiel König G8, König D4, König F7 und jetzt kann Weiß sogar schon C5 spielen und die Partie gewinnen. Also, weil letztendlich kommt der König auf einen von diesen 6 Schlüsselfeldern, weil der Bauer sich schon auf der 5. Reihe befindet, oder wir können sagen, wenn der König auf der 6. Reihe ist die Stellung schon gewonnen. Danke fürs Zuschauen.